So, hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, was möchte ich heute euch mal zeigen? Und zwar möchte ich euch die Kailas beziehungsweise Pferderennen mal ein bisschen näher bringen. Ja, ihr müsst wie immer meine Grafikkarte entschuldigen. Ähm, Tut mir leid, ich hab's bis auf Anschlag stehen. Es tut mir echt leid. Ja, deshalb kann es passieren, dass es etwas Verzögerung gibt. Ich muss mich dafür entschuldigen. Deshalb sah ich so ganz verlegen. Ne? So. Aber es heißt drum. Ähm, hier kann man, es gibt, glaube da drüben ist noch eine andere. Da weiß ich aber jetzt nicht ganz genau. Hier gibt es noch verschiedene Märkte, habe ich gesehen. Da kann man sich, glaube ich, diese ganzen Skins für kaufen und so weiter und so fort. Man möge mich wie immer korrigieren und das darf man auch und das soll man auch, denn ich bin nicht allwissend. So, also, die Pferde hier kosten natürlich Linden, ne? Die heißen Pferde, ich sag Pferde dazu, aber sie heißen in Goa Kailas, wo ich euch auch gleich noch was zeigen werde, wofür ihr nicht zwingend ein Tier braucht, wenn ihr es euch nicht leisten könnt oder nicht wollt. Ja, nehmen wir mal an, dieses Pferd zum Beispiel habe ich habe es aber äh, äh, bei mir auf der Parzelle leider stehen, weil es bei mir nicht Copy ist. Ich habe es vergessen mitzunehmen. Also werde ich nachher ein anderes System nutzen und so weiter und so fort. Aber da kommen wir gleich drauf. Wie ihr seht, kostet das Pferd 1500 Linden. So, ihr könnt aber nach einer gewissen Zeit, wenn ihr ein bisschen Kohle mehr habt, übrig habt irgendwann, könnt ihr das Pferd updaten. Das kostet 4500 Linden, das Pferd updaten, und ihr habt einmal das Pferd und ein Copy. Weil die Copy-Version, ihr könnt sie auch von mir aus gleich kaufen, die Copy-Version kostet 6000. Das heißt, du kannst so viele, dein Hauptpferd kannst du zu Hause lassen, ne, und nimmst ein Copy-Pferd mit für zum Kaila-Rennen. Ne. Es gibt verschiedene Pferde, ne, ihr könnt euch hier gerne mal umgucken. Es gibt sogar einen Esel. Oder natürlich hier, ne, sieht aus wie eine Kuh. Ist schon lustig, es gibt auch Ponys, aber natürlich kann man auf die eventuell auch drauf reiten. Ich müsste noch mal gucken, aber ist anscheinend auch nur so ein, ne? Hier, so, ne? Pony hier. Ihr könnt natürlich auch austesten. Ne? Ihr könnt hier auch zum Beispiel ein Tier. Klicken wir mal hier drauf, dann heißt es Demo. Ne? Es ist jetzt ein Vorführeffekt. Ich mache mal meine AO aus und dann heißt es hier drauf sitzen. Und dann kann man zum Beispiel hier ein bisschen mit versuchen zu laufen. Ja, mit den Pfeiltasten. Ich laufe immer mit den Pfeiltasten. Ne, da könnt ihr euch hier so ein bisschen austesten und machen und tun. Aber es gibt auch noch Rennstrecken. Ja, es gibt Rennstrecken. Ja, und die finden immer da statt. Ich mache mal wieder meine AO aus, guten Morgen, an. Und zwar, das habe ich jetzt natürlich wieder nicht drauf. Oh, ich habe natürlich für alles einen Ordner. So, ihr werdet euch wundern, wenn ihr meine Videos durchgeguckt habt, werdet ihr vielleicht feststellen, ich bin hier auf der Strecke, wo es normalerweise Talways of Goa, also diese, wie ich immer dazu sage, Dinos. Es heißt zwar nicht Dinos, es heißt Talways of Goa, also die Talways, ja, im G&S, da habe ich sogar ein Let's Play drüber gemacht, vom Anfang bis zur Rennstrecke und da einfach mal so durchgucken.
ne? Sollte ich eventuell ab und zu ein bisschen lauter werden auf meinen Videos, ja, ist manchmal so. So, wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt zwingend ein Tier haben, wenn ihr dieses Rennen mitmachen wollt. Es ist nicht zwingend. Warum? Ihr seht es hier. Ja? Hier kann man sich ein Tier rausretzen. Ich retze jetzt einfach mal eins. Also ich hole mir jetzt hier einfach mal eins und dann zeige ich euch das. So. Also, die sind aber, Obacht, die sind noch dabei, es umzustellen. Ja, ihr macht am besten die AO aus. Ne? So, dann stellt man hier auf Copy. Also auf Galopp auf Copy. Ja, guten Morgen. So, die sind noch, das macht ja auch, machen momentan zwei Leute. Einmal ist es Hips und einmal ist es Hermes. Ne, der Khan von Isfahan. Die beiden machen das. Es gibt aber allerdings noch nicht, das ist im Aufbau, Obacht, Obacht an den 1000-Prozentigen da draußen, es ist noch in Aufbau. Das heißt, bei den Talways of Goa habt ihr ja eine Rennliste von der Liga A, B, C, D. Ja? Wer so alle drinne ist, wie viele Punkte und so weiter und so fort. Das gibt es hier noch nicht. Es ist aber erst im Aufbau. Ja, so, ich weiß allerdings nicht, ich weiß aus versicherten Quellen, dass Hips die Tiere umstellen will, dass man das nicht mehr machen muss, was ich jetzt euch zeige. Aber normalerweise muss man die erstmal ein bisschen einstellen, die Tiere. Also ihr geht hier auf ein Tier, geht auf Settings, hier auf Flyling und auf doppelt Dings. Na? Dann geht er hier mit dem Pfeil wieder zurück, macht auf Schwimm und geht hier auf das hier und dann sagt er None. Das sind die 3 Einstellungen, die ihr eigentlich jedes Mal machen müsst bis jetzt. Ich weiß es noch nicht, ob es umgestellt ist. Ja? So, ich laufe mit den Pfeiltasten. Man kann auch auf M drücken, da ist man im Mauslook. Ja, dann sieht das so aus, wenn man die Taste M drückt, ist man automatisch, das ist von Second Life so eingestellt, im Mauslook. Ja, dann, oder ich laufe aber meistens immer so. Also generell laufe ich immer so. Ja? Ich laufe mit den Pfeiltasten. Ich laufe hier mal ein bisschen die Strecke. Die ist übrigens als nächstes dran. Ich gebe euch die Webseite mit bei. Ne? Und springen tut ihr mit E. Ne, wie bei den Talways of Gore, wie ich immer dazu sage, bei den Dinos auch. Ja? Da di da da di da 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 di. La 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 la. La la. So, ne? Hier ist so ein komischer, unsichtbarer Prim, den muss man ein bisschen. Da bin ich eben dran hängen geblieben. Das sind diese Wegpunkte, die muss man, die Wegpunkte, nicht die Gates oder wie man da auch immer sagt, muss man schaffen. Dann tun sich hier die Türen ab und die sind beweglich, die Türen, ne? Also die tun sich nach einer gewissen Zeit auf und abschließen. Und dann, ach ja, Wegpunkte. Guten Morgen. Jetzt ist es mir eingefallen, die Wegpunkte. Ne? Und die muss man halt hinbekommen. Bei Stampede oder wie die auch immer heißt, wo es jetzt letztens das Rennen war, da gibt es da gibt's hier sowas nicht. Ich laufe natürlich ohne Zeit, ne, weil es momentan keine festen Zeiten, wie gesagt, noch nicht gibt. So, und wenn ihr das hier ein bisschen geübt habt, ne, ich habe Obacht an die meisten, ihr werdet am Anfang auch verfluchen, ja, das war bei mir nicht anders da, ne, das sieht jetzt bei mir so einfach aus. Ich habe
wochenlang drüber debattiert, wie man das macht, ja, und wie man das hinkriegt. Also ich habe die am Anfang verflucht. Ich muss es ehrlich zugeben, ich habe es verflucht. So, also, und wenn ihr dieses Rennen mitmachen wollt, das ist immer sonntags, das ist meistens immer sonntags deutscher Zeit 18 Uhr. Und dann müsst ihr dann hier in diese Board euch joinen. Ja, in diese Boards einmal. So, und warum sind jetzt 4? Das kann ich euch auch sagen, weil es wird jetzt lustig, es wird jetzt Obacht, es wird jetzt übelst lustig, was ich jetzt mache. Und zwar, es gibt ja nicht nur die Kailas. Nein, ich lasse mal mein Pferd hier stehen. Keine Angst, das tut nach einer gewissen Zeit wieder respawnen. Auf Chicken, auf Huhn. Da machen wir dasselbe. Wir machen hier auf Jump. Wir klicken hier wieder auf Settings und machen dasselbe nochmal. Doppeljump, so rum. Da muss es Doppeljump und Swimming und hier das hier. Ne? Wie gesagt, das macht euch keine Sorgen und ihr tut dem Pferden auch eigentlich nicht weh, wenn der sie überall, ne, ihr könnt es natürlich so ausspielen, dass ihr sie eventuell getötet habt oder sonst was, ne, natürlich im Rollenspiel so ausspielen, wenn ihr irgendwo hängen geblieben seid oder sonst was. So, seht ihr, es ist wieder zurückgespawnt. So, ich habe euch gewarnt, das sieht unheimlich lustig aus, ja. Aber es gibt einmal 2 Rennen gibt es mit Kailas und dann zweimal 2 Rennen, wie ich sie jetzt momentan nenne, diese Chicken. Ne, auf Huhn. Ja, ich weiß, es heißen eigentlich anders da, aber sei es drum, ich sag dazu Huhn. Ne, und ihr seht, das ist schon ein bisschen schwieriger zu laufen. Ich werde mich auch bemühen und werde die richtigen Namen für die Tiere auf meinem Kanal äh, draufschreiben. Ich werde mich bemühen. Wie heißt es immer im Schulzeugnis oder im Abschlusszeugnis? Sie hat sich stets bemüht. Und wie gesagt, da muss man hier die Wegpunkte machen und schaffen und so weiter und so fort und auch eine gewisse Zeit. Ja, das beinhaltet genauso viel Training und Ausknobeln, wie man die Ecken nimmt und so weiter und so fort. Es gibt ja verschiedene Strecken. Ne, es gibt ja nicht nur die Strecke, es gibt ja verschiedene Strecken. Ja, also, wie gesagt, da kann ich jetzt nicht großartig ein Let's Play machen drüber, aber ich werde sie mit verlinken in die Let's Play von Talways of Gore, weil da gehört es ja mit bei. Ne? Da habe ich, wie gesagt, ein Let's Play schon mal drüber gemacht. Ich habe verschiedene Let's Plays gemacht zu jedem Thema und einfach mal durchklicken. Ne? Machen und tun. Und ne? Ich habe es vor, Obacht, ich habe es vor, ob es klappt, weiß ich noch nicht. Es kann passieren, dass heute oder morgen eventuell noch ein Video kommt. Da stelle ich euch, ich habe es vor, aber ich weiß es noch nicht, wann es passiert, aber ich habe es vor. Da stelle ich euch die neue Arena vor. Es gibt eine neue Join Arena von Second Life. Die ist total schön gemacht. Ich meine mal zu behaupten, dass es schon ein bisschen geht, gibt die SIM, aber ich habe vor kurzem erst die E-Mail bekommen, dass er neu ist. Ich müsste lügen vor einer Woche oder so. Ganz genau weiß ich jetzt auch nicht auswendig, wann ich die E-Mail gekriegt habe. Ich müsste nachgucken, aber ihr kennt mich. Richtig, ich bin faul. Heute bin ich mal faul. Ich tue gerade nicht
drauf zugucken. So, wie gesagt, ich gebe euch den Link, ich gebe euch verschiedene Links mit bei, ja. Die Gruppe kann ich euch nicht beigeben, weil es gibt noch keine. Es gibt aber die Talvez of Goa Gruppe, ja, die tue ich euch auch den Namen mitgeben, aber dann müsst ihr, wenn ihr Fan sein wollt oder einfach mit zuschauen wollt, dann müsst ihr mal kurz 2 Leute anschreiben. Nein, 3 Leute könnt ihr, glaube ich, anschreiben. Das ist Hips, das ist Thais und das ist Hermes. Die 3, soweit ich auswendig weiß, können euch die Gruppen zuweisen, also euch die Gruppen geben. Ne? Ich sage euch auch warum, weil man so viel Schandluder schon mitgetrieben hat mit den Gruppen. Und da bitte ich euch, Obacht und vorsichtig mit den Gruppen umzugehen. Ja, denn ihr könntet zur Not eventuell von den ganzen Leuten die Teils löschen. Ich gebe es extra vorsichtig rein. Bitte, bitte, bitte geht dann, wenn ihr die Gruppe habt, damit ordentlich um. Denkt bitte daran, es wären eure eigene Teils, die ihr mit beim Rennen und dann jemand anders da wird sie löschen. Wie weh das tut. Weil ihr habt ja Arbeit da reingesteckt. Ihr müsst sie leveln, ihr müsst sie zähmen, umgedreht. Ihr müsst sie zähmen, ihr müsst sie leveln und so weiter und so fort. Natürlich muss man das hier bei den Kailas natürlich nicht machen. Ja, dem braucht man kein Futter geben, die kann man nicht züchten. Ja, es gibt Zuchtpferde, die heißen Amarettos, habe ich auch schon, Amaretto heißen sie, glaube ich, habe ich auch schon einen Film drüber gemacht. Ja, die kann man züchten, die kann man auch unheimlich viel Geld reinstecken, mit Futter und so weiter und so fort. Nach einer gewissen Zeit kann man das, glaube ich, auch machen wie bei den Katzen. Und das kann man auch. Und da gibt es kann ich auch nur auf eine Art und Weise gut empfehlen, wer das gerne machen will. Der springt mal auf die Sim, der guckt sich mal mein YouTube-Video an mit den Dings. Das werde ich auch, glaube ich, hier auf dem Kanal mal mit verlinken. Und da könnt ihr auch gerne mal hingehen und mal hinspringen. Und da kann man nach einer gewissen Zeit die Tiere auch auf Tot stellen. Das heißt, man braucht sie nicht füttern. Ne? Man kann auf den Tieren auch reiten. Wie das alles so funktioniert, habe ich noch nie ausprobiert. Ich hatte in der Hinsicht noch kein Pferd. Ich habe immer mal früher, wo das rausgekommen ist, die kleinen Ponys gezüchtet. Ja, das macht auch hin und wieder mal Spaß, es macht auch Fun, ja, aber das ist alles ausgestorben, um das weiter zu verkaufen. Also die Pferde in den Hinsichten dann die Zuchttiere zu verkaufen, das bringt nichts mehr. Das bringt echt nichts mehr. Man konnte sich damit gesund stoßen. Vielleicht gibt es auch wieder, dass man sich ab und zu doch wieder gesund stoßen kann damit, aber ich mag mal zu behaupten, nein. Ja, das war zum Thema dazu und entschuldigt, wenn das ein bisschen in die Länge gezogen ist und ich wieder mal von Tausende ins Tausende. Ihr lieben Fans von da draußen, ihr wisst, wie ich bin, so bin ich halt. Ne? Ich komme manchmal von Tausende ins Tausende. Ja, aber es gehört ja irgendwo mit zusammen. Es gibt, glaube ich, noch andere Pferde. Es gibt ja noch verschiedene Pferde. Und aber alle kenne ich momentan auch nicht. Und es gibt auch noch andere Tiere, die man noch züchten kann. Ne? Ähm, ja, ich habe auch mal eine gewisse Zeit, habe ich auch mal Katzen gezüchtet, habe ich auch ein YouTube-Video gemacht drüber. Ne? Macht auch hin und wieder mal Spaß. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich mache mich mal hier so von der Seite hier so. Da seht ihr mich mal hier auf den Chicken. Sieht lustig aus. Ne? Ähm, und wünsche euch noch viel Spaß. Ich mache mir mal hier so ein Bildchen. Ne? Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ne? Und ja, tut das, was ich auch tun würde. Ne? Nur tut eins, tut nicht rumlügen in SL. Tut mir den Gefallen. Ja, geht bitte
höflich und ordentlich mit euch um, mit anderen auch. Ihr wollt nicht belogen werden, deshalb tu es auch bitte bei anderen nicht. Also, bis dahin, eure Sandy.